Von 1930 bis 1961 wurden Tausende von Menschen unter der Diktatur von Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik inhaftiert, gefoltert und ermordet. 3 Schwestern führten später eine Revolution im Untergrund an. Doch während ihr Mut viele Menschen inspirierte, war er eine Bedrohung für den Mann an der Macht und ihr Leben fand ein tragisches frühes Ende. Trujillo stieg während der Besetzung der Dominikanischen Republik durch die Vereinigten Staaten in den Reihen des Militärs auf. 1930 übernahm er die Macht durch einen Staatsstreich und manipulierte Wahlen und schuf ein System, das sich selbst und seine Verbündeten bereicherte. Allein Trujillos Familie kontrollierte 3/5 des Bruttoinlandsprodukts des Landes, einschließlich der Monopole für Salz, Rindfleisch und Zeitungen. Er benannte die Hauptstadt des Landes nach sich selbst um und erwartete, dass sein Porträt in jedem Haushalt aufgehängt wird. Und er beging Gräueltaten, darunter das Massaker an Tausenden von Haitianern. Währenddessen hielt eine geheime Polizeieinheit seine Macht aufrecht, indem sie Gegner im In- und Ausland ins Visier nahm. Die Mirabal-Schwestern wuchsen in einer bürgerlichen Familie auf dem Lande auf. Ihre Eltern schickten die 4 Schwestern, Patria, Dede, Minerva und Maria Teresa, auf eines der besten Internate des Landes. Dort lernte Minerva eine Klassenkameradin kennen, deren Verwandter auf Befehl Trujillos getötet wurde. Sie begann damit, starke Oppositionsstimmen ausfindig zu machen und diskutierte mit ihren Schwestern über Fragen der Unterdrückung und Gerechtigkeit. Während sich Dede aus der Politik heraushielt, setzten sich Minerva, Patria und Maria Teresa für eine Veränderung ihres Landes ein. Der sichere Stand der Familie Mirabal brach jedoch bald zusammen. Im Jahr 1949 wurden sie zu einer von Trujillos Partys eingeladen, die ihm als persönliches Revier für die Jagd nach jungen Frauen dienten. Eine Ablehnung der Einladung kam nicht in Frage. Trotz der Versuche von Minerva, ihn beim Empfang zu meiden, tanzte sie schließlich mit Trujillo, wies seine Annäherungsversuche jedoch zurück. Die Familie Mirabal verließ die Party vorzeitig, was selten vorkam und als respektlos gegenüber dem Diktator angesehen wurde. Ihr Vater Enrique wurde inhaftiert und der Familienbesitz beschlagnahmt. Minerva schloss die Schule mit höchster Auszeichnung ab, als eine der ersten Frauen des Landes mit einem Abschluss in Rechtswissenschaften. Doch ihr wurde die staatliche Zulassung verweigert, ein Prozess, den Trujillo beaufsichtigte. Während des Studiums lernte Minerva Manolo Tavares Justo kennen. Er teilte ihre politischen Überzeugungen und die beiden heirateten im Jahr 1955. Sie beobachteten, wie in ganz Lateinamerika bewaffnete Revolutionen ausbrachen. Nachdem Trujillo 1959 einen Umsturzversuch niedergeschlagen hatte, begannen sie eine eigene Revolution vorzubereiten. Die Mirabal-Schwestern und ihre Ehemänner gründeten die Bewegung des 14. Juni zusammen mit vielen anderen aus der Mittelschicht. Unter dem Codenamen Las Miraposas, die Schmetterlinge, organisierten die 3 Schwestern geheime Treffen und verteilten Flugblätter, in denen Trujillos Vergehen detailliert beschrieben wurden. Im Januar 1960 riefen sie Vertreter aus dem ganzen Land zusammen, um an der Struktur der Bewegung zu arbeiten und einen Aufstand vorzubereiten. Dazu sollte es aber nicht kommen. Trujillo hatte überall Spione. Kurz darauf wurden viele Revolutionäre verhaftet, darunter auch Minerva und Maria Teresa. Während dieser Zeit entwickelte Patria kreative Methoden zur Übermittlung von Informationen an und von inhaftierten Rebellen. Trujillo fürchtete, die Unterstützung der USA und der Kirche zu verlieren, in deren Kritik er seit kurzem stand, und ließ die Schwestern frei, während ihre Ehemänner inhaftiert blieben. Doch sie bedrohten weiterhin die Stabilität des Regimes und seines Egos. Am 25. November, als die 3 Schwestern von einem Besuch bei 2 ihrer inhaftierten Ehemänner zurückkehrten, hielten Trujillos Männer ihr Auto an. Die Schwestern wurden zusammen mit ihrem Fahrer, Rufino de la Cruz, erstickt und zu Tode geprügelt. Die Männer rollten den Jeep von einem Hügel, um den Mord als Autounfall zu vertuschen. Patria war 36, Minerva 33 und Maria Teresa war 25 Jahre alt. Doch Trujillos Plan, die Mirabal-Schwestern zum Schweigen zu bringen und sein Regime zu stabilisieren, ging nach hinten los. Ein Großteil der Öffentlichkeit ließ sich durch die Vertuschung nicht täuschen. Die internationale Gemeinschaft verurteilte die Ermordung. Und die USA schlossen ihre dominikanische Botschaft und investierten heimlich in die Anti-Trujillo-Bewegung.
Einige Monate später töteten ehemalige Mitglieder des dominikanischen Militärs den Diktator und beendeten damit seine 31 Jahre währende Herrschaft. Dank ihrer Familie und insbesondere ihrer überlebenden Schwester Dede würde das Vermächtnis der Mirabal-Schwestern die Tyrannei Trujillos überdauern, bis weit nach ihrem Tod. Noch heute werden die Mirabal-Schwestern als Nationalhelden gefeiert, mit Denkmälern und Ehrungen zum Gedenken an ihren Kampf. 1999 erklärten die Vereinten Nationen den 25. November, den Jahrestag ihres Todes, zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Ihr mutiger Kampf für Gerechtigkeit hat Generationen inspiriert. Lerne mit diesen Videos weiter und vergesse nicht zu abonnieren. Verpasse nie die Chance, etwas Neues zu lernen.